Moin aus dem Wunderland. Wir stehen heute in meiner CNC-Fräse. Ihr seht da ein paar Arme für einen Baum. Das macht jetzt noch wenig Sinn, aber wir gucken uns gleich an, wo die herkommen und wo die hingehen. Also, viel Spaß! Ich stehe hier mitten in den Anden, was noch geht, weil wir hier ein Baugerüst haben. Das verschwindet aber bald. Hier haben wir eine relativ prekäre Stelle. Wir haben eine relativ hohe Steilwand mit keiner Tiefe. Das heißt, real kann es auf dieser Stelle eh nicht werden. Wir wollen so ein bisschen in den Bereich Science Fiction gehen, ein bisschen eine Fantasiewelt aufbauen. Da wird es ein Dorf geben, was man von oben sehen kann. Einen Blickwinkel, den wir sonst nicht so unbedingt haben. Und eine fliegende Insel, eine Idee, die schon ganz lange in den Köpfen hier rumschwirrt. Und dann auch nochmal dieses Karree hier oben auf der 4. Etage ein bisschen belebt. Und was damit auf sich hat, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Die Insel an sich muss sich in 3 Teile teilen, also in 3 Themengebiete, eigentlich 4 sogar. Wie ihr drüben gesehen habt, ist das ja um diesen Stahlträger quasi rumgeschlungen und ich möchte gerne, dass man die Insel dann im Hauptteil hier unten am Arbeitsplatz fertig machen kann und dann als letztes einfach rüberbringen kann, da montieren kann und dafür braucht es einzelne Elemente. Eins davon ist das hier, das ist die nachher tatsächlich die spätere Oberfläche und der Baumstamm an sich. Das kann man jetzt schon so in Zügen erkennen. Da sind heute Morgen auf meinem Platz so ein paar Druckteile eingetrudelt und dann konnte ich also anfangen, diese Aluminiumstücke zusammenzusetzen. Hier also das Teil für oben drauf. Hier ist der Baumstamm, oben kommt nochmal eine Krone rauf. Das ist quasi Teil 4. Und da vorne liegt noch Teil 1. Der kommt dann nachher unter den Stahlträger, den ihr schon gesehen habt, mit den Bolzen. Da kommt dann Teil 2 rauf, von unten Teil 3, das ist eine Kuppel. Dafür habe ich eine Schablone gebaut, die steht auch schon da. Dafür haben wir diese Form, die ist für Felix, dass der da einfach den Felsen raufgipsen kann, sich aber in den Abmessungen nicht vertut, sodass diese Kuppel, die da entsteht, nachher aus GFK maßhaltig bleibt und ist. Und nachher quasi einfach verschraubt werden kann. Hier sehen wir mal den Baumstamm so als Ganzes, die Unterkonstruktion davon. Die wird dann jetzt im Nachgang relativ bald auch verkleidet mit Styrodur und dann entsprechend in Form geschnitzt. Da wird man nichts mehr von sehen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir ja was Stabiles brauchen als Untergrund. Ja. Wir haben dann nachher relativ lange Äste dran. Wenn da jemand dran zieht, was man von oben vielleicht kann, wissen wir noch nicht genau, soll man ja eigentlich nicht, aber kann man vielleicht. Brauchen wir irgendwas Stabiles, dass der ganze Baum nicht in Schwingung gerät, die Insel mitreißt und da ein wahnsinnig großer Hebel entsteht. Deswegen soll das alles sehr stabil sein. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das nachher gar nicht mehr sieht, aber ich weiß ja, dass es da ist und ihr jetzt auch. Aber das macht alles einen ganz guten Eindruck. Das ist nur so die Frage, ist das, was man sich überlegt hat, ist das eigentlich auch praktikabel in der Wirklichkeit, im Modell nachher? Und das hat hier sehr schön funktioniert und kann alles das, was ich wollte und ist einigermaßen leicht dabei. Das ist ja auch so ein Thema. Oh Gott. Und ist einigermaßen leicht dabei. Wenn man die Teile alle hat, dann geht das ja auf einmal schnell. Das ist ja immer geil. Also das war jetzt gerade die Hochzeit, das mache ich hier am Platz einmal, um zu gucken, ob das dann nachher am Stahlträger auch wirklich passt. Also wichtig ist, dass diese Muffen genau auf diesen Unterteil dieser Inselkonstruktion jetzt passen, weil die ist nachher fest am Träger. Das andere Teil wird dann von oben raufgesetzt und an diesem Muffen halt verschraubt. Und da kann ich jetzt einmal gegenchecken, stimmen alle Positionen, nicht, dass da irgendwas richtig Blödes passiert. Das Schöne ist, wenn da so eine Baumrinde mal reißen sollte, warum auch immer, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn es passiert, dann macht es nichts, weil es sieht ja eh so aus. Also von daher habe ich da so ein bisschen einen kleinen Puffer, sag ich mal. Aber sonst sieht das alles sehr gut aus, macht einen absolut stabilen Eindruck. Ich habe die Insel selber mal gewogen, die liegt so ungefähr bei 20 Kilo. Der Baum weiß ich jetzt selber nicht. Wir haben uns da an dem Metall mal zu dritt rangehängt. Ich weiß nicht, ich will ja keinem zu nahe treten, aber 300 Kilo waren es nicht. Ich bin hier ungefähr am Ende, glaube ich, bei 50 und dann sind wir da, glaube ich, auf der sicheren Seite. Wir stehen jetzt hier im Fräsraum und können sehen, wie also die Arme, also die Äste des Baumes hier gefräst werden. Das sind auch die letzten Bauteile, die ich fräsen muss für diesen Baum. Danach können wir alles montieren, Gewinde schneiden und anbringen und dann kommen noch ein paar Druckteile und dann geht's an die Außenhaut. Also hier sehen wir jetzt mal die Krone, wie ich sie geplant habe. Das sieht da alles relativ, kann man hier schon erkennen, relativ glatt aus. Man kann das hier schon erkennen. Hier sind immer so Endteile, das werden kleine Druckteile, die nehmen dann nochmal richtige Bäume, wie wir sie eigentlich im Maßstab drehen, nochmal auf, um diesen Baum dann quasi zu komplettieren und an jeder so einer
Biegung nachher, also hier wird gebogen, da entspringt dann quasi ein neuer Ast. Dafür sind dann diese Aufnahmen da. 3 von den ersten liegen noch auf der Fräse, das habt ihr ja gesehen. Die sind dann auch gleich fertig und dann kann ich die montieren und dann kann man so langsam anfangen, das mal ein bisschen auszugestalten, ein bisschen zu biegen, ein bisschen zu gucken, wo geht denn die Reise hin. Also die Krone befindet sich dann, nachdem diese 3 Arme quasi fertig sind und angebaut sind, auf dem Weg der Fertigstellung. Wir können dann langsam uns darum kümmern, wie sieht denn die Oberfläche aus, wie gestalten wir die und was braucht es dafür. Ein bisschen Elektronik spielt da natürlich auch noch eine Rolle, wo brauchen wir die Ausgänge für Strom und so weiter und so fort. Aber jetzt langsam geht es um Oberfläche, Ausgestaltung. Mir gefällt, dass es da zum einen Computer ist, zum anderen aber da draußen steht. Das gefällt mir. Weißt du, was mich antreibt, mein Lieber? Dass ich meine beste Arbeit noch nicht gemacht habe. Bei der Krone war es so ein bisschen schwierig, weil so ein Baum, der hat ja irgendwie was total Organisches und Natürliches. Und wenn wir das mit einer CNC-Fräse machen, dann haben wir daher natürlich relativ viele Möglichkeiten, aber die sehen alle ein bisschen nach Maschine aus. Um da so ein bisschen wieder mit den Händen arbeiten zu können, habe ich mir ein System überlegt, wie ich die Äste gestalten kann, so dass man sie nachher mit der Hand biegt, an verschiedenen Gabelungen noch weitere Äste hinzufügen kann, so wie einem das gefällt, um das Ganze dann ein bisschen organisch zu machen. Ne, sehr befriedigender Moment. So, dann kann man hier die letzte Folie noch abziehen und dann hat man so ein schönes Stück. Aber das muss natürlich noch ein bisschen entgratet werden und die ganzen Gewinde muss ich noch schneiden. Und dann kann ich das da oben einsetzen. Also ich schneide jetzt gerade die Gewinde. Die großen Arme unten, die werden vernietet mit Popnieten, aber die kleineren Stücke, die Druckteile, die möchte ich nicht annieten, weil da viel zu viel Druck drauf ist und dann platzen die. Und deswegen schneide ich hier Gewinde rein, damit ich an den Stellen, wo dann kleinere, zärtere Äste kommen, mit der Hand das anziehen kann, einfach um die Teile nicht zu überstrapazieren. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum ich das trocken mache und ohne Schmiermittel oder Schneidöl oder irgendwas. Das ist nur 3 mm Aluminium, das ist jetzt alles nicht so krass. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal, seht mir nach, wenn ihr es anders macht. Aber das Ding ist halt, ich mache es mit der Hand und einen Burs nicht mit dem Akkuschrauber, weil falls der Gewindeschneider abbricht, muss ich halt das Teil neu herstellen, weil der bleibt dann da drin. Also das wäre das Risiko. Aber bis jetzt ist es gut gegangen. Jetzt muss ich mal einmal in die Zeichnung gucken, wo denn dieser Arm überhaupt hinkommt, weil das weiß ich jetzt nicht genau. Es ist die Nummer 4 und die 4, die sitzt natürlich genau da. Ist ja klar. Genau da. So, das ist jetzt schön zusammen hier. Das kommt jetzt in die Krone. Mit den Ästen ist es noch so ein bisschen schwierig. Also wir können ja nur fertigen in 2 bis 2,5D und deswegen sind die Sachen ganz schön platt. Und ihr habt ja gesehen, die Krone, da sind die Äste noch super statisch und gerade und so. Und so sind Bäume ja nicht. So ist die Natur nicht. Das soll ein bisschen organisch sein. Und deswegen habe ich mir in der Planung überlegt, immer an diesen Biegungen, da biege ich selber. So, ich fräse die gerade aus, baue das an und wenn die Krone dann beisammen steht, um das gut zu sehen, biege ich dann die Äste so, dass nachher ein schönes, volles, üppiges Bild entsteht, eine dichte Krone. Das hat hier so ganz gut funktioniert. Ich wollte nicht den ersten Ast, weil ich selber nicht genau wusste, ob es funktioniert oder nicht, direkt vor der Kamera biegen. Deswegen habe ich euch einen aufbewahrt, den mache ich jetzt. Wenn ich die alle einzeln biege, ohne die hier im Baum zu haben, dann kann ich gar nicht feststellen, ist das überhaupt richtig, was ich mir da gerade gedacht habe. So ist es doch viel schöner, wenn man quasi einen mobilen Schraubstock hat. Da habe ich mir hier einfach 2 Teile geschnitten. Das ist so eine kleine, ich sag mal Biegevorrichtung. Die kann ich einfach rüberstecken. Kann ich da 2 Einheitszwingen ansetzen und dann biegen. Es gibt dann einen sehr schönen Knick an der Stelle einfach. Je voller der Baum wird, desto schwieriger wird das ja irgendwie. Diesen Grundast quasi biege ich in Form. Dazu mache ich mir hier noch 2 Zwingen ran, dass ich ein bisschen Hebel habe. Dann biege ich den und danach kommen dann noch ein paar kleinere Äste dran, um das so ein bisschen aufzufüllen. So, also jetzt wird gebogen. So. Im Grunde war es das schon. Also man kann ruhig ein bisschen mehr hier rüber biegen, weil ich hier an der nächsten Gabelung hier vorne dann wieder rüber gehen muss. Potenziell hat man ja bei Aluminium, das weiß jeder, nur eine bestimmte Anzahl Biegungen. Dann bricht das irgendwann durch. Deswegen bin ich ein bisschen darauf angewiesen, dass das beim ersten Mal relativ geil funktioniert. Deswegen ist jede Biegung etwas anspannend. Ich muss noch ein bisschen justieren. Es gibt so ein paar Stellen, die gefallen mir jetzt noch gar nicht. Also
Ich weiß nicht, wo das war. Ein paar sind so ein bisschen offen. Ne? Also hier sieht man es noch, da kommt ja noch was rein. Aber da zum Beispiel, da muss ich noch ein bisschen rüber und rum. Und so, und wenn man das Material halt so doll strapaziert, dann fällt der Ast halt irgendwann ab. Warum bin ich eigentlich so destruktiv? Das läuft total geil. Das ist eine 10 von 10. Also besser kann man es ja gar nicht machen. Das, was in der Theorie ja wirklich absurd geil schon war, also ein Geniestreich, hat sich in der Praxis als das Beste, was ich jemals gemacht habe, herausgestellt. Und das habe ich ja gestern gesagt, dass ich meine beste Arbeit so und danach weiß ich auch nicht. Was kommt dann? Was kommt noch? Ja? So, jetzt machen wir aus da. Eigentlich läuft das total gut. Ich habe einen super entspannten Arbeitstag. Ich biege die Sachen einfach um. Das ist halt super geil. Ich habe sogar noch, und das ist das Komische, ich habe noch einen Ast. Oh. Ich habe noch einen Ast über. Ich weiß nicht, wo der hinkommt. Ich habe einen Ast zu viel. Und ich habe es nicht gefunden. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe das da alles durchnummeriert und Protokoll und so. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Und dann biege ich den hier so ein bisschen weiter rüber. Und dann ist das schön. Aber das mache ich jetzt nicht hier am Baum, sondern das mache ich jetzt am Schraubstock. Geil, guck mal. So, das war doch jetzt astrein. So. Guck mal, das sieht schon ganz, ich glaube, der muss noch weiter rüber. Der muss eher so ein bisschen so, weil der kommt dann ja wieder hier rüber, macht hier so das Loch dicht quasi. Deswegen noch ein bisschen mehr biegen und den dann leicht zurück. Oh, mal gucken. So, das ist doch schön. Das gefällt mir auf Anhieb ganz gut. Jetzt wird genietet. Während ich hier die Krone fertig mache und versuche das so ein bisschen wie so ein Blumenstrauß machen, so fühle ich mich gerade. Parallel dazu macht Felix gerade den Felsen für unten drunter. Und das ist mal ein bisschen was anderes, weil der hängt ja quasi an der Decke. Also er muss quasi kopfüber gipsen. Hatten wir bestimmt schon mal, aber nicht in dieser Form. Ich bin jetzt so weit, dass ich anfangen möchte, den unteren Teil zu gestalten. Da hat Michel mir auch schon hier diese tolle Unterkonstruktion gemacht. Da werde ich jetzt mal gleich anfangen, ein bisschen Draht drauf zu tackern und hoffentlich die nächsten Tage die Felsstruktur der fliegenden Insel gestalten. Das Ganze wird dann im Nachhinein nochmal aus GFK abgeformt, damit das leichter ist. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich drauf achten muss. Ich darf hier nicht nach innen kommen, weil das Ganze später dann wie so eine Glocke an den Teil, quasi den Michel schon gebaut hat, rangeschraubt wird. Die Seite hier ist eigentlich die Seite, die man gar nicht wirklich so zu sehen bekommt. Es sei denn, man guckt von unten dann so hoch. Und hier wird auch nur ein ganz kleiner Spalt sein, quasi zum Rest des Andenmassivs, wo dieser Klotz quasi rausgebrochen ist. Es ist viel passiert seit dem letzten Mal. Wir haben angefangen zu verkleiden. Ich habe hier erstmal mit Styrodur den Stamm verkleidet. Dann habe ich noch Bodenplatten gefräst. Felix, der mich jetzt unterstützt, hat angefangen mit den Wurzeln, das auszumodellieren und zu verkleiden. Parallel dazu kümmere ich mich um die Krone. Die ist gerade gekappt und liegt auf meinem Platz. Da sind jetzt mittlerweile ungefähr 60 Bäume dran. Auch das geht jetzt schon von Aluminiumgerippe in Richtung schöne, volle, üppige Krone. Dafür muss ich noch ein paar Bäume drehen. Wie das geht, zeige ich euch gleich mal. Hier sieht man mal die Krone vom Baum. Die habe ich mir jetzt einmal runtergeholt, damit ich da ein bisschen entspannter dran arbeiten kann. Dafür muss ich diese Bäume herstellen. Dafür habe ich im Vorgang diese, ich sag mal, Pinsel hergestellt aus alten Kupferkabeln. Die habe ich natürlich geschält. Dann habe ich die hier in so ein Messing reingeklebt. Die passen dann genau auf diese Adapter. Und da kann ich dann nachher die Bäume verkleben mit dem Ast und dann hält das alles schön. Aber aus diesen Dingen muss ich halt dieses Teil hier drehen. Und das wird gedreht und das dauert relativ lange, weil ja bei jeder Abzweigung entstehen 2 neue Äste und die müssen ja wieder miteinander verdreht werden. Man muss mal ungefähr die Hälfte nehmen oder kann. Dann drehe ich die so zusammen und dann nimmt man wieder die Hälfte und dreht die wieder zusammen. Man kann sich vorstellen, ist ja gerade der Regenwald gekommen und da sind, wenn ich das richtig weiß, wenn ich da richtig informiert bin 24.000 Bäume. Und das ist eine ganze Menge Arbeit. Also ich mache hier 60 und ich bin jetzt auch langsam an dem Punkt, wo ich denke, Bäume ist schön, aber vielleicht ein anderes Mal wieder. Und darüber hinaus ist es also wirklich auch merkwürdig, wenn man hier arbeitet und die Krone ist da drauf. Man arbeitet hier so ein bisschen, sag ich mal, unter einer Baumkrone. Das hat irgendwas sehr Beruhigendes, obwohl das noch sehr technisch aussieht. Funktioniert das irgendwie schon ganz gut. Vielleicht ist der Mensch da einfach so gemacht.
Oh, das Ding ist auch nicht mehr so ganz leicht. Dann wollen wir mal gucken, ob das alles so stimmt. Dann muss ich mal ein bisschen von weiter weg gucken. Ein bisschen Vorstellungskraft braucht man noch. So alleine die Äste an sich, ne, die sind ja jetzt noch sehr schlank, die werden ja alle noch mal dicker. Das war auch so ein Punkt, wo ich, als ich den Stamm verkleidet habe, wo ich so ein bisschen erschrocken bin, wo ich dachte, oh Gott, der ist ja viel zu fett. Da waren auch noch keine Bäume an der Krone und die war damit viel schlanker und das Gleichgewicht zwischen Stamm und Krone war überhaupt nicht gegeben und es sah gar nicht so gut aus. Und ich habe gedacht, ich habe total daneben gelegen, irgendwas falsch gemacht. Aber jetzt, wo das wieder alles so ist, wie ich mir das die ganze Zeit überlegt habe, da bin ich sehr zufrieden und es ist recht ausgewogen, die Wurzeln tun den Rest. Wir haben so ein paar Tests gemacht für verschiedene Rinnen, für verschiedene Oberflächen. Das war so das Erste. Das ist im Prinzip Spachtelmasse, die während dem Aushärtungsprozess immer noch weiter verteilt wurde. Die macht so ein ganz gutes Rinnenbild, ist aber ein bisschen zu flach. Wir haben einen relativ großen Baum, wir müssen ein bisschen Struktur schaffen. Dann hatten wir noch das hier, das ist Moosgummi. Das sind 2 Lagen Moosgummi. Da hatten wir auch wieder so Punkte damit, das ist relativ dick. Und die Kante hat uns nicht so ganz so gut gefallen. Dann habe ich nochmal diesen Versuch hier gefräst. Das ist ein Frästeil, dünn aufgeschnitten, drauf gemacht. Also ich finde, das hier gefällt mir von diesen 3 dann doch irgendwie am besten. Das Einzige, was ist vielleicht der Detailgrad, das ist etwas zu grob. Ich glaube, der Weg ist es möglicherweise, hier dünneres Material zu nehmen, das feiner aufzuschneiden, dieses System zu benutzen, in Anführungsstrichen, und aber so ungefähr in diesem Detailgrad. Ja, das ist jetzt der Ist-Zustand. Gestern und vorgestern ist noch mal viel passiert. Wir hatten den Baum an der Decke, also die Insel hat schon geschwebt. Ich habe ihn hier einmal aufgehängt an 2 Spanngurten. Und dann haben wir die Glocke, die gekommen ist, also den GFK-Abguss von dem Gipsmodell, getestfittet. Und zum Glück, und das hat mir sehr einen Stein vom Herzen genommen, hat alles gepasst. Es ist wunderschön. Ich habe danach noch einen kleinen Wagen gebaut, damit wir hier das ein bisschen in der Werkstatt hier fahren können. Und wenn dann alles fertig ist, möglicherweise auch den ganzen schönen Wagen rüber auf die andere Seite mitsamt der Insel zum Aufhängen dann. Aber das dauert ja alles noch eine Weile. Und das Ding ist jetzt mobil, allerdings noch ein bisschen hoch. Das muss ich noch mal kürzen, da habe ich nicht dran gedacht. Wir kommen hier nicht unter den Stahlträgern durch. Aber sonst ist es alles schick. Weiteres ist jetzt Oberfläche. Ich muss immer noch ein paar Bäume drehen. Das wird jetzt noch 3-4 Tage dauern. Aber dann wird verkleidet, angemalt und dann irgendwann auch endlich mal begrünt. Beleuchtet wird natürlich auch noch, aber das ist soweit das Ding. Wie es weitergeht mit dem Baum, seht ihr im nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns.